Freiheit hört da auf, wo die Freiheit der anderen verletzt wird. Ja, und wenn Ausländer hier reinkommen, dann muss ja auch einer dagegen sein. Wenn man alle Seiten vertritt. Ja, ist doch wahr. Ist doch wahr. Ja, aber die Meinung von der NPD wird doch sowieso immer Lehnt. abgelehnt, genau. Dann braucht man die doch gar nicht. Ja, klar braucht man die noch, damit es ein Gleichgewicht in Demokratie gibt. Was braucht man? Ja, aber die dürfen eh nie entscheiden, weil sich alle Parteien gegen sie wehren. Ja, aber ein paar Landtagen sind die ja drin. Mehr Ausländer. Ja, aber es gibt ja die Blockadehaltung der anderen Parteien, das auch in denen, wo sie vertreten sind. Ja, ich meine, achso, okay. Ja, das ist dann aber wieder gegen die Meinungsfreiheit. Ja, genau. Ja, aber die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit anderer verletzt wird. Ja, Ja, das sagst du schön. Das gilt aber für Deutsche, nicht für Ausländer. Dieses Gesetz gilt ja eigentlich, die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit anderer verletzt wird. Gilt ja eigentlich für Leute, also diejenigen, die hier in Deutschland wohnen. Gilt in Deutschland, ja. Und nicht die, die rein wollen. Die können wir ja wieder wegschicken. Aber ihr wollt ja auch die ganzen Leute wegschicken. Wir sind jetzt schon überfüllt. es geht doch um die Ausländer, die schon hier sind. Denkt ihr an das Thema? Was ist denn das Thema? Das müsst ihr noch mal überlegen. Es geht ja um die Frage, ob ein Parteienverbot weiter versucht werden soll, dass ihr an dieser Frage euch orientiert. Was sollen wir jetzt machen? Habt ihr gar nichts noch im Kopf aus den Texten, die hier gelesen wurden? Da waren so viele gute Informationen. Jetzt kommt neuer Schwung. Ja, die NPD, die verstößt ja auch gegen das Gesetz, indem sie ja auch Menschen unterscheidet zwischen höheren und sozusagen niedrigeren Rassen. Das geht ja eigentlich gar nicht. Das ist nicht verfassungswidrig. Das geht schon, also... Doch, das ist verfassungswidrig, indem sie zwischen Menschen unterscheiden. Das ist verfassungsfeindlich. Es ist verfassungswidrig, dass zwischen Menschen unterschieden wird. Du meinst feindlich. Warum ist das verfassungswidrig? Ja, weil da steht ja auch im Gesetz drin, dass jeder Mensch gleich ist. Ja, aber es ist das deutsche Grundgesetz. Ja. Das Deutsche. Ja, und darum sollte man sich auch Das daran Deutsche. halten. Deutsche. Deutsch. Ihr könnt ja nicht Deutsche. Ausländer, Richtig, das sind Ausländer. die hier in Deutschland wohnen, die haben ja auch eigentlich den deutschen Pass. Also nicht alle, aber manche. Ja, aber dann muss es ja auch eine Partei geben, die sich dagegen wehren, dass immer mehr einen deutschen Pass kriegen. Warum muss man? Ja, warum müssen wir den Türken die Türkei 2 werden? Ja, oder, keine Ahnung, Multikulti-Nation oder was? Wir brauchen ja immer noch ein Parteiengleichgewicht, damit es alle Meinungen gibt. Ja, aber weshalb unterscheidet ihr eigentlich zwischen Menschen? Weswegen unterscheidet ihr zwischen Deutschen und jetzt Ausländern? Es ist doch egal, wo die Menschen herkommen, solange diese Ausländer nicht anderen Menschen schaden. Andere Länder sind jetzt auch nicht so nett und nehmen alle auf. Wir nehmen immer alle auf. Wir müssen ja auch mal Nein sagen. Ja, Ja, aber wir sprechen jetzt gerade nicht von anderen Ländern. ja richtig, aber wir brauchen ja einen Vergleich. Ja, toll. Wir brauchen vielleicht einen Vergleich, aber wenn wir jetzt von Deutschland reden, können wir jetzt nicht von anderen Ländern. Ja doch, können wir. Tun wir ja gerade. Könnt ihr auch mal inhaltlich drauf eingehen, so ein bisschen? Ja, Braucht ihr Hilfestellung, indem ihr euch Material mit nach vorne nehmt? Versucht mal, diese Ebene zu verlassen, wo man sich immer nur den Ball hin und her wirft.